Roulette, Kesselgucken, Quantenmechanik, Verschränkung, Doppelspalt und punktgenau. Gewonnen. Autor Dr. D. Selzer-McKenzie. YouTube. Heute ist Montag, der 1. April 2019 und wir werden gleich erneut ein Roulettespiel in einem realen deutschen Kasino wagen, aber heute möchten wir es so machen, wir setzen nur einmal ein Stück auf eine Zahl und diese Zahl muss gewinnen. Das heißt, wir wollen mit einem Einsatz das 36-fache gewinnen und zeigen, wie die Quantenmechanik, die Verschränkung und auch der Doppelspalt beim Roulette funktionieren und zum Gewinn führen. Ich kann natürlich jetzt noch nicht sagen, ob wir das wirklich schaffen, aber Sie sind ja live dabei hier über den YouTube Livestream und wir werden es bald wissen. Ich habe diese von mir erneut kreierte Technik eigentlich erst gestern erfunden und auch heute angewandt und natürlich gewonnen und zu 100% getroffen. Ich habe bereits heute Morgen auf einer australischen Pferdewettbahn in Waga per Internet eine Wette gemacht und das angewandt, ein Pferderennen mit insgesamt 18 Pferden am Start, und habe exakt genau auf das richtige Pferd errechnet und das richtige Siegpferd gesetzt und im Übrigen insgesamt eine Quote von über 15.000 zu 10 gewonnen. Ebenfalls war ich heute Nachmittag hier im örtlichen Wettbüro und habe ein Pferderennen in Argentan in Frankreich gewettet, und zwar das Pferderennen Nummer 5 mit ebenfalls 18 Pferden am Start, und habe vorher errechnet, beziehungsweise die Quantenmechaniker hat mir das errechnet, dass nur 2 Pferde für den Sieg in Frage kommen, aber eines dieser beiden Pferde möglicherweise disqualifiziert werden könnte. Es waren genau die Pferde Nummer 12 und Pferd Nummer 13, aber ich habe eben nur das Pferd Nummer 12 gewettet, so wie die Quantenmechanik mir es quasi befohlen hat, weil die Quantenmechanik gesagt hat, das ebenfalls zweite Pferd für den Sieg, nämlich das Pferd Nummer 13, könnte disqualifiziert werden. Und so ist es dann auch gekommen, ich habe auf das Pferd Nummer 12 als Siegpferd gewettet, habe eine Quote von 4,4 bekommen und das Pferd Nummer 13 ist während des Rennens ausgeschieden bzw. disqualifiziert worden, genauso wie es die künstliche Intelligenz vorausgesagt hat. Und gestern am Sonntag habe ich ebenfalls am Fernseher einen entsprechenden Testlauf gemacht, der voll hingehauen hat, und zwar handelt es sich um das Formel 1 Autorennen, welches gestern im Fernsehen übertragen wurde. Gewettet habe ich nicht, ich wollte es nur mal testen. Und bei diesem Rennen war es so, dass der Deutsche Sebastian Vettel mit einem Ferrari angetreten ist und dieser Ferrari wurde ausgestattet mit neuen Reifen und sonstigen Dingen, und Ferrari hat immer gesagt, dieses also gestrige Rennen werden wir gewinnen, weil wir enorme Vorteile von Mercedes haben. Ich habe das dann mal nachgerechnet mit den Daten, die ich hier über Ferrari bzw. über den Vettel und über dessen Ferrari und über Mercedes und dessen gestrigen Mercedes bei dem Formel 1 Rennen hatte, und ich habe nachgerechnet, Ferrari wird verlieren und Mercedes wird gewinnen. Also nicht ich, sondern die künstliche Intelligenz bzw. Quantenmechanik hat das vorausgesagt. Und so ist es auch genauso gekommen, obwohl der Ferrari-Fahrer Vettel die zweite Startposition hatte und Mercedes sogar dahinter, sind die beiden Mercedes-Fahrzeuge als erstes im Ziel eingelaufen und Ferrari ist quasi hinterhergefahren. Jetzt werden Sie fragen, wie kann man so etwas denn vorher berechnen, aber ebenso wie bei allen anderen Dingen auch, nämlich in diesem Falle nach der Verschränkung und dem Doppelspalt. Was diese beiden Begriffe bedeuten, da müssen Sie sich bitte in der Literatur nachschlagen. Ich kann das hier mit wenigen Worten einfach nicht erklären, weil das viel zu umfangreich ist. Ganz grob gesagt ist das so wie hier bei dem Formel 1 Rennen etwa so, und für jeden Einzelnen muss das berechnet werden. Vettel steht am Start, ruft ebenfalls Vettel im Ziel an und sagt, Moin Moin, ich stehe hier vor dem Start. Und als Antwort sagt der Vettel im Ziel ebenfalls dem Vettel, grüezi miteinander, ich bin gerade durchs Ziel gefahren. Diese Kommunikation mit sich selbst ist aber völlig unwichtig. Wichtig und zu wichtig uns zu berechnen ist der Zeitablauf für die Zeit, die die Kommunikation braucht, und die wird in Lichtjahren gemessen. Weil Lichtjahre eben die größte Einheit ist und es spielt überhaupt keine Rolle, wie oder wie lang hier der Abstand des Kommunikationsweges ist, aber der Kommunikationsweg zwischen dem Vettel am Start und dem Vettel im Ziel benötigt eben Zeit.
auch wenn diese Zeit in Milliardstel ist. Und sehen Sie, das geschieht alles vor dem Start und muss deshalb berechnet werden. Das ist so kompliziert, dass ich das hier in der Kürze der Zeit überhaupt nicht erklären kann. Und genauso ist das beispielsweise hier bei dem Formel-1-Rennen mit den beiden Mercedes-Fahrzeugen. Da wird auch nur der Weg berechnet, den die Kommunikation braucht, und die Kommunikation braucht in jedem Falle Zeit. Und daran berechnet sich dann, wer die längere und wer die kürzere Zeit des Kommunikationsweges hat, obwohl er ja noch gar nicht gestartet ist. Aber der Kommunikationsweg bzw. die Zeit des Kommunikationsweges kann ja vorher berechnet und bestimmt werden. Und da kommt natürlich auch wieder der Doppelspalt ins Gespräch in Verbindung mit der Verschränkung und das ist so kompliziert, dass Sie sich die Erklärungen dieser beiden wichtigen Begriffe in einem Lehrgang oder aus der Literatur holen. Und so habe ich beispielsweise gestern berechnen können, dass der Kommunikationsweg des Mercedes-Fahrzeuges kürzer war als der des Ferrari-Fahrzeuges, und so ist es auch genau gekommen, obwohl der Mercedes metermäßig länger fahren musste, aber das spielt ja überhaupt keine Rolle. Es war klar, dass der Mercedes gewinnt, und gewonnen hat er nicht, weil er vielleicht eine bessere technische Ausstattung gehabt hätte oder weil der Fahrer besser gewesen wäre. Gewonnen hat er, weil das die Quantenmechanik schon vorher wusste und das so sich berechnen ließ. Sie werden hier sicherlich bei der Anwendung Probleme mit der Lichtjahreszeit bekommen, aber es ist nun mal die größte Maßeinheit für Weite und auch für Zeit, und denken Sie daran, allein ein Lichtstrahl braucht von der Sonne bis zur Erde fast echte 8 Minuten. Daran sehen Sie, dass die Lichtjahre einfach nicht ausreichen, aber es gibt eben keine größere Messeinheit. Aber die Wissenschaft hat inzwischen Methoden gefunden, das zu absorbieren. Und ich möchte abschließend noch kurz sagen, das Kernforschungsinstitut in Darmstadt hat ja ihren Felix, und dieser Felix ist kein Mann, sondern das ist ein Forschungsprojekt, und wenn man in Darmstadt wollte, könnte man enormes Geld beim Roulette und bei Pferdewetten gewinnen, weil die notwendigen Geräte zur Berechnung und Bestimmung haben mit diesem Felix. Aber natürlich haben Pferdewetten und auch Roulette irgendwo einen anrüchigen Ruf, und deshalb macht man das wohl dort nicht, und sicherlich auch vielleicht aus Glaubensgründen, denn man forscht ja auch an den Higgs-Teilchen, den sogenannten Gottesteilchen, genauso wie man es beim CERN in Genf macht, und selbst Albert Einstein hat immer den Finger hochgehalten und gesagt, Gott würfelt nicht. In Verbindung der Quantenmechanik mit den Erkenntnissen aus dem Doppelspalt und Verschränkung können Sie also im Grunde genommen die Zukunft auslesen, auch wenn das alles noch in den Kinderschuhen steckt, aber es wird bald erwachsen werden. Und das ist kein Zauberstück oder sonstiger Humbug, das ist Realität, und Sie wissen ja, die Quantenmechanik bzw. die Quarks bestehen ja auch nur aus kleinen viereckigen Stückchen, so etwa wie Legosteine, und können in aller Varianten zusammengebaut werden. Und das wird hier eben mit Berechnungen gemacht. Ich habe heute mit meinem Spieler vor Ort verabredet, wir setzen nur einen Korps, egal ob wir gewinnen oder verlieren, danach wird aufgehört, und das mache ich auch aus gewissem Aberglaube, denn ich möchte nicht gerne in einem Leihspiel nach dieser von mir abgeleiteten Methode gewinnen, das würde nicht gerade das Selbstvertrauen stärken. Ich glaube zwar nicht an Gott, aber vielleicht gibt es ja so etwas Ähnliches wie ein Gott, denn Albert Einstein hat schon immer gesagt, Gott würfelt nicht, und deshalb möchte ich mir auch den Zorn des sogenannten Gottes nicht zuziehen und mich bzw. uns mit nur einem Korps zufrieden geben. Das hört sich auch wieder ziemlich komisch an, aber in der Wissenschaft gibt es eben nur Tatsachen, und die ganze Welt, der gesamte Weltraum und die ganze Erde und auch wir Menschen, wir sind alle aus ein und im selben Stoff gemacht, nämlich der Materie, und das sollte man zu würdigen wissen. Also auf gut Deutsch gesagt, wir sind alle aus dem gleichen Holz geschnitzt. Mir fällt da gerade noch eine Formel können Sie sich auch aus den Erkenntnissen des französischen Mathematikers Joseph Fourier und dessen Gleichungen holen. Der hatte damals Gleichungen entwickelt, mit denen sich die Wärmeausbreitung beschreiben lässt, die man ja auch nicht sehen kann. So, und nun kommen wir zum Roulette, und falls Sie mitrechnen wollen, aber dazu müssen Sie erstmal in der Quantenmechanik etwas fit sein, dann müssen Sie sich das so vorstellen. Nehmen wir mal an, ich hätte jetzt ausgerechnet, die Roulette-Zahlen Nummer 10 würde der Gewinner werden.
Das wäre also faktisch so: jetzt, bevor der Croupier dreht, ruft die Roulette-Zahl bzw. das Roulette-Fach Nummer 10 ebenfalls bei sich selber an, aber eben das Roulette-Fach Nummer 10, nachdem die Kugel gefallen ist, und das Roulette-Fach 10 sagt vorher: Moin Moin, ich bin leer und stehe jetzt zum Starten bereit. Gleichzeitig ruft das Roulette-Fach Nummer 10 nach dem Korps bei sich selber, nämlich bei dem Roulette-Fach Nummer 10 vor dem Start an und sagt: Grüezi miteinander, ich habe die Kugel hier in meinem Fach. Da ich das ja auf alles 37 Kesselfächer berechnen muss, geht für mich also das Kesselfach Nummer 10 als der beste Kandidat hervor, und ich würde also mein Jeton auf die Nummer 10 legen, um dann zu gewinnen, wenn der Croupier dann tatsächlich die Kugel im Kessel zum Rollen gebracht hat. Wie man das berechnet, das habe ich in oben aufgezeigt. Natürlich ist das nicht so einfach, damals noch sehr viele andere Dinge berücksichtigt werden, aber Sie müssen eben in der Quantenmechanik fit sein. Sie haben es eben im Livestream gehört, was der Spieler gesagt hat, und das muss ich jetzt dringend untersuchen, deshalb hören Sie jetzt erstmal nichts von mir. Wir spielen heute an dem Tisch im Casino in Dortmund an den Tisch Nummer 21 seit 15 Uhr, aber ich warte sicherheitshalber auf eine ganz bestimmte Permanenzkonstellation, weil ich einfach glaube, dass danach die Situation am günstigsten ist oder sein könnte. Am Tisch haben wir mit der Nummer 15 angefangen und ich möchte jetzt hier nicht ganzen Zahlen aufzählen, die da gekommen sind, und jetzt ist es 18 Uhr und wir sind bei der 32,52712,4 gelandet. Und das ist eine Ähnlichkeit der gewünschten Konstellation und ich bin jetzt am Rechnen, was zu tun ist. Das Warten ab 15 Uhr ist fast so wie das Warten auf Godot, und jetzt sollte es endlich losgehen mit dem Setzen. Die 30, weil die Roulette-Zahl 30 soll gesetzt werden, das sagt die Quantenphysik. Mein Spieler vor Ort ist schon unterwegs, ganz bestimmt nicht mit großen Summen, wir spielen mit lächerlichen 10-Euro-Stück, denn das ist ja hier ein Versuch, reich werden will hier niemand, und die Frage ist ja, ob das überhaupt klappt. Sag das nochmal: Hurra, 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 die Nummer 30 im Roulette ist da. Wir haben tatsächlich gewonnen. Die Nummer 30, also die Roulette-Zahl 30 ist gefallen, und vor Schreck, wie Sie hören, haben die Croupiers gleich einen Handwechsel gemacht, aber das nützt nichts mehr, wir haben gewonnen. Sie sehen, auch ein Croupier kann gegen die Quantenmechanik und die künstliche Intelligenz in Verbindung mit dem Doppelspalt und der Verschränkung nichts ausrichten. Das Ziel ist also erreicht. Natürlich sollte man nicht übermütig werden, wir haben hier einen Versuch gemacht und es ist eben nur ein Versuch. Ob es dauerhaft so funktionieren würde, das wissen wir jetzt gar nicht. Jedenfalls haben wir hier deutlich gezeigt, dass der Zufall und das Roulette zu besiegen ist. Und noch was: heute ist der 1. April und der 1. April, so war es in meiner Vergangenheit, wurde oft verunglimpft als schlechter Tag und Unglückstag. Das scheint auch Quatsch zu sein, denn für mich ist dieser heutige Tag ein regelrechter Glückstag. Ich habe heute Morgen über Internet ganz dick bei einem australischen Pferdewetten gewonnen, heute Nachmittag wieder hier in einem örtlichen Pferdewettbüro und nunmehr im Casino. So, nun haben wir Viertel nach 6 und wir sind schon seit über 3 Stunden zugange, obwohl die 3 Stunden nur Wartezeiten waren, aber es ist eben ein Erfolgstag. Wir haben hier zwar heute herrlichstes Frühlingswetter mit fast 22 Grad, aber ich setze mich jetzt mit dem Marsch in die Badewanne. Ich habe mir heute bei Aldi einen großen Becher Eis gekauft. Den werde ich in der Badewanne verzehren, denn in der Badewanne kann ich am besten auch nachdenken. Und dann bin ich heute Abend sicherlich nochmal in Nordrhein-Westfalen. Ich habe einen Fernseher im Badezimmer und werde mir heute Abend die WDR-Sendung hart aber fair genüsslich angucken. Das war's.